Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Kim Ferrandina. Sodala, wir sind immer noch beim Wiener Stephansdom und gleich werde ich euch den Südturm des Wiener Stephansdomes in seiner vollen Pracht zeigen. 1433 fertiggestellt, 137 Meter hoch in etwa. Und es hat 80 Jahre gebraucht, bis man das Ding fertiggestellt hat. Und gleich hinter mir solltet ihr anfangen, es zu sehen. Da ist es, wie gesagt, im gotischen Stil das Ganze. Und da links, wenn ihr schaut, seht ihr dann auch noch die Westfassade des Wiener Stephansdomes, mehrheitlich im romanischen Stil. Man sieht auch ganz gut den Unterschied zwischen Romanik und Gotik. Romanik ein bisschen stabiler, Gotik ein bisschen filigraner und leichter. Bei dieser Folge geht es aber eigentlich um den Bau des Nordturmes des Wiener Stephansdomes. Da gibt es auch eine sehr nette Legende. Ihr erinnert euch, 80 Jahre hat es für den Südturm gebraucht und die Wiener Bauherren haben gemeint, die wollen noch einen Turm dazu bauen. Der soll höher werden, das Ganze soll schneller gehen und es soll auch noch günstiger gehen. Man sucht nach einem Bauherrn, man sucht nach einem Baumeister. Die meisten sagen, na kommt's, euer Ernst, schneller, höher, günstiger. Na, vergesst's. Da kommt aber einer daher, der heißt Hans Buchsbaum, der sagt, na ja, das machen wir schon, das geht sich aus. Er wollte ja den Auftrag haben. Gut, er bekommt den Job, er fängt an zu bauen. Er baut, baut, baut und dann stellt er aber nach kürzester Zeit fest, dass sich das doch nicht ausgeht. Probleme mit den Baustoffen, Wetterprobleme, Mitarbeiterprobleme möglicherweise und so weiter und so fort. Das heißt, er war dann ganz schön traurig. Ihr könnt ihn euch hier vorstellen, wie er möglicherweise so grübelt und denkt, na mein Gott, wie soll ich das alles fertig machen? Die haben schon im Voraus bezahlt, einen Teil, den Rest brauche ich auch noch. Wie machen wir das? Was passiert? Da kommt ein Herr vorbei, der Teufel, und sagt, na servus Hans, na wie geht's? Der Hans sagt, ja, nicht so leiwand, das ist alles schwierig hier. Der Teufel sagt, na ja, du, kein Problem, ich helfe dir gern. Das heißt, du hilfst mir, sagt der Hans. Moment einmal, die Seele will ich nicht verkaufen. Der Teufel sagt, ja, was heißt der Seele verkaufen? Nichts da verkaufen. Du musst einfach nur ein Versprechen abgeben. Und zwar, dass du einfach, bis das Ding fertig gebaut worden ist, dass du einfach nicht den Namen eines Heiligen oder einer Heiligen nennst. Das war's. Und der Hans denkt sich, na ja, passt. Das schaffen wir, weil es gibt ja eh nur 6.000 bis 7.000 Heilige. Passt. Er baut, er baut, er baut. Er baut und baut. Das Ding wird immer höher, höher, höher und höher. Er ist so gut wie fertig. Er ist gerade dabei, den letzten Stein zu setzen. Und es ist so ein schöner Sommertag, Frühlingstag, wie es heute ist. Vielleicht nicht so windig. Und er ist gerade dabei, den letzten Stein zu setzen. Gleich seht ihr auch den Nordturm. Und was passiert? Da kommt eine Frau vorbei, in die er verliebt war. Er hat ja aber nie die Liebe gestanden. Die schaut vorbei und sie schaut ihn dann eben an, ganz oben, wie er gerade dabei ist, den letzten Stein zu setzen und sagt, Mai Hans, wow, das hast du hinbekommen, das hast du geschafft. Weißt du was, wenn du runterkommst, werden wir heiraten. Der Hans ist hin und weg und er ist so hin und weg, dass er sagt, ja klar, machen wir das doch, Maria. Ja, Maria hat sie geheißen. Blöd, weil das hört der Teufel, der kommt von unten natürlich hinauf, sagt, na was ist los Hans, wir haben eine Vereinbarung. Der Hans sagt, na ja komm, sei nicht so streng, bitte, 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 bitte. Naja, der ist doch so streng, das ganze Ding kracht hinunter. Darum haben wir nur die Hälfte davon. Das ist natürlich die Legende. Die Wahrheit ist ein bisschen anders. Man war schon in der Renaissance eigentlich angekommen später. Man wollte was anderes bauen. Und zweitens, man musste sich mit den Osmanen auseinandersetzen und musste was anderes bauen. Sodala. Ich hoffe, diese Episode hat euch gut gefallen. Wenn ja, ihr wisst schon, Daumen hoch hinterlassen in Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche für die nächste Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur. Übrigens, es gibt auch freie Episoden, die ihr noch, also Touren, die ihr buchen könnt, wenn ihr mehr über den Wiener Stephansdom erfahren wollt. Alles Gute, danke, 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 danke. Glöckchen, klingelingeling, Glock. Stephansdom ist sehen und Pam, pam, pam. Ja. Gleich werde ich euch auch noch den Glocken klingen hören, aber jetzt bin ich durcheinander gekommen. Tschüss. War für den Arsch.